Hallo, wir sind heute für euch im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und haben da netterweise heute eine Führung. Und wir werden mal gucken, was wir euch heute alles noch zeigen können. Hallo. Hi, ich bin der Simon. Michael, hallo. So, und du führst mich jetzt ein bisschen in DLR rum. Genau, ich zeig dir mal, was wir hier in Köln alles machen. Wir haben ja ein bisschen mehr als nur Luftfahrt, Raumfahrt, wir haben noch Energie- und Verkehrstechnik, die wir machen. Und schauen wir mal hinter ein paar verschlossenen Türen. Gut. Cool, okay, dann kommen wir. Wir sind hier in einem ganz speziellen Raum. Wo sind wir genau? Wir sind hier in der Zentrifuge im ENVI-Hub. Das ENVI-Hub ist eine neue Forschungsanlage, die dem Institut für Luft- und Raumfahrt Medizin gehört. Also wir sind ein lebenswissenschaftliches Institut, relativ exotisch beim DLR. Und das hier ist eben eine Humanzentrifuge. Wie man dem Namen nach schon hört, ist es eben eine Zentrifuge, auf der man Menschen dreht, die sich hier auf 4 Armen hinlegen können und verschiedene Sachen machen können. Okay, und was genau wird dann hier sozusagen erforscht? Was findet man hier raus? Ja, also wir versuchen eigentlich neue Trainingsmethoden für Astronauten zu entwickeln hier. Also das ist natürlich noch wirklich am Anfang, aber wir haben hier ganz bestimmte Parameter eingebaut, die ganz unseren Bedürfnissen entsprechen, wo man verschiedene Trainingssituationen herstellen kann. Zum Beispiel hier ist ein Paradergometer angedeutet. Hier vorne ist eine Sprungplatte, wo man also tatsächlich drauf liegt, während sich die Zentrifuge bis zu 6G drehen kann und man dann springen kann während der Rotation. Und damit können wir jetzt erstmal so grundlegend erforschen, was tatsächlich passiert, wenn jemand in der Schwere, also wenn jemand sich dreht mit so einer hohen G-Zahl und was passiert im Körper. Du hast eben gesagt 6G. Was genau sind 6G? Was hat man sich darunter vorzustellen? Das ist das 6-fache Körpergewicht, also die ganz schön schwer. Kraft wirkt auf den Körper ein. Hier in der Trainingshalle der ESA. Hier sehen wir auch einige Sachen, mit denen die Astronauten hier tagtäglich simpelste Abläufe wie das Ein- und Ausräumen von Regalen trainieren oder auch Steuern von den Sojus-Kapseln. Und man sieht hier auch diverse Nachbauten. Sie waren selbst im Weltraum auf der ISS und... Ja, ich war zwar im Weltraum, aber nicht auf der ISS. Ich war auf der Vorgängerstation, die nannte sich Mir. Diese Station wurde von den Russen ja von 1986 aufgebaut und ist dann schließlich 2001, also nach 15 Jahren Lebensdauer, kontrolliert versenkt worden. Wir haben die Möglichkeit gehabt, mit Flügen mit der Sojus-Kapsel zur russischen Raumstation Mir schon mal die Experimente vorwegzunehmen und auch Erfahrungen zu sammeln, die wir jetzt auf der internationalen Raumstation sehr gut gebrauchen können. Also war die Mir einfach eine Art Vorgängerversion für die ISS? Richtig, mit einem entscheidenden Unterschied. Damals war es nur ein russisches System, heute haben wir viele Nationen, die an der internationalen Raumstation zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, mit mehreren Raumfahrzeugen die internationale Raumstation zu erreichen. Das ist natürlich eine ganz andere Möglichkeit, ganz anderer Betrieb, als wenn nur eine Nation sozusagen das in Eigenregie und im Alleingang macht. Heute sind 6 Astronauten an Bord der internationalen Raumstation, ganz gemischt zusammengesetzt. Und wir haben auch einen Deutschen, also einen ESA-Astronauten aus Deutschland da, den Alexander Gerst, und der hat vor 2 Wochen seine Arbeit an Bord der internationalen Raumstation aufgenommen. Das wird eine spannende Mission. Über 6 Monate erwarten wir ganz viele Ergebnisse. Alexander als Wissenschaftler hat da schon ganz viele Dinge entdeckt, die ihn auch interessieren, über das hinaus, was er eigentlich so den Tag über machen kann. Hat auch schon viele Fotos auch von der Erde eingeschickt mit Kommentaren, was man da sieht. Super. Okay. Erhalten bleibt. Hinter uns ist übrigens das Columbus-Modul, jedenfalls ein Modell des Columbus-Moduls. Columbus ist ausgefahren, um Amerika zu entdecken. Hat er zwar nicht vorgehabt, aber hat er gut gemacht. Und wir haben unser Labormodul Columbus eben in diesem Sinne auch so getauft. Wir wollen rausfahren, Neues entdecken. Und hier sind ganz viele Experimente möglich in verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Wird von Deutschland aus, von dem Zentrum in Oberpfaffenhofen bedient. Das heißt, die Astronauten müssen jetzt nicht jeden Schalter einzeln umlegen, sondern da arbeitet ein großes Team am Boden auch mit den Astronauten zusammen. Was genau werden hier dann für Experimente gemacht? Was findet man hier raus?
Europäischen Astronautenzentrum hier in Köln-Porz auf dem Gelände des DLR kommen die Astronauten, die internationalen Astronauten, um hier an den Modellen, an den 1:1 Modellen der wissenschaftlichen Versuche, aber auch von Columbus zu lernen, was sie dann später im All machen wollen. Wir haben Experimente mit Lebenswissenschaften, das heißt der Astronaut, der Kosmonaut selbst steht im Mittelpunkt des Interesses. Wir untersuchen das Verhalten von Flüssigkeiten, sehr interessant, weil Flüssigkeiten große Blasen bilden, sich natürlich unter Schwerelosigkeit ganz anders verhalten als auf der Erde. Wir haben auch physikalische Experimente zunehmend, wir schauen in Plasmen rein, anwendungsorientierte Sachen wie Verbrennung zum Beispiel, aber auch Biologie. Also eine Vielfalt von Sachen. Die Astronauten trainieren das 2,5 Jahre, kommen immer wieder auch nach Köln, immer wieder auch hier in diesen Modulen werden sie mit den Sachen vertraut gemacht, bevor sie dann ihre Zeit an Bord verbringen. Okay, und was macht man da für Erfahrungen, die lange Zeit im Weltall? 6 Monate, das ist natürlich schon ein Dauerlauf, da kann man jetzt nicht im Sprint sozusagen alle Experimente gleichzeitig bedienen oder alle Tätigkeiten gleichzeitig ausführen. Alex nimmt sich eine halbe Stunde pro Tag, um einfach auch hier schöne Ausblicke aus dem auch ebenfalls in Europa gebauten Cupola-Modul, also der Aussichtskanzel, zu nehmen. Das macht er schon sehr gut und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass er dann auch wieder motiviert an die wissenschaftliche Arbeit herangeht. Das Training ist natürlich so ausgelegt, dass die schon auf ihre 6 Monate vorbereitet sind, schon ein bisschen doch auf die Arbeit fokussiert und sie wollen natürlich ein Optimum auch an Ergebnissen zurückbringen. Also da wird die Zeit eher nicht lang. Und wie sieht es da im Schlaf aus? Hat man da viel Schlaf oder kann man überhaupt schlafen in der dauernden Schwerelosigkeit? Man schnallt sich ja irgendwie an. Es war eins der ersten Twitter, die Alex also nach unten geschickt hat, wie er geschlafen hat. Er sagte, das wäre sehr ungewohnt, in der Schwebe zu schlafen und so habe ich das auch empfunden. Man muss sich irgendwo auch befestigen, die sind ja in kleinen Kabinen, sagen wir mal, die sie für diese 6 Monate als Heimat haben, sodass sie nicht wegschweben. Aber mit der Zeit, so Alex, hat er sich ebenso wie alle anderen eigentlich an diesen Zustand gewöhnt. Man kann kopfüber schlafen, man kann unter der Decke schlafen, völlig egal, Schwerelosigkeit. Und das ist also eine ganz neue Schlaferfahrung. Super. Keine Bandscheibenmatratze. Oh. Dann bedanke ich mich. Vielen Dank. Ja, keine Ursache. Schön, dass ihr gekommen seid. Schönen Tag noch. Danke. Tschüss. Hier sehen wir, wie die Astronauten dann tatsächlich schlafen und leben. Das ist so die Privatsphäre 300 Kilometer über der Erde.